Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Das letzte Video in diesem Jahr 2024. Wir blicken nochmal auf das Jahr zurück. Was ist so in Shakes passiert? Ja, wir gucken nochmal, was mit dem Game dieses Jahr alles so passiert ist. In der ersten Hälfte des Videos. In der zweiten Hälfte soll es dann auch eher um mich persönlich gehen, beziehungsweise wie so mein Jahr 2024 war, das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, kleiner Jahresrückblick und auch in Zukunft, wie so die Aussichten sind für das nächste Jahr 25, meine Ziele, was ich mir mit Shakes and Fidget vorstelle und wo die Reise dann noch so weiter hingeht. Ja, also deswegen würde ich sagen, starten wir da direkt rein und zuallererst möchte ich mich natürlich erstmal bei euch recht herzlich bedanken, dass ihr mich hier noch weiterhin so begleitet auf meiner Reise hier auf dem Weg auf YouTube mit Shakes and Fidget. Wir haben dieses Jahr viel erlebt, auf jeden Fall erstmal so in-game. Ne? Jetzt gerade zum Ende für mich persönlich nochmal das Highlight dieses Jahr gewesen, und zwar die Umequipung auf meinem Main, die jetzt stattgefunden hatte, kürzlich. Und wo wir dann nochmal richtig schöne Verbesserungen auf dem Char gehabt haben. Nochmal wirklich das Equipment, was wir seit 2,5 bis 3 Jahren nicht verbessert haben, nochmal neu uns geholt haben und dann halt wirklich nochmal einen aufgespielt haben hier auf dem Server, würde ich mal so sagen an der Stelle. Das war auf jeden Fall jetzt erstmal so in-game-technisch für mich so mein Highlight gewesen dieses Jahr. Das kam auch bei euch natürlich sehr gut an. Viele von euch haben da auch drauf gewartet, so ein bisschen. Ne? Selbst Leute, die nicht mehr aktiv SF spielen, Alter, wie viele Epics hier kommen, ne? Gucken einfach nur so die Videos trotzdem, weil sie halt eben da auch irgendwo Spaß dran haben, zu sehen, wie so mein Char Fortschritte macht, wie wir so besser werden in der Ehrenhalle, so wie wir hier immer weiter aufsteigen, wie es hier bergauf geht. Und ich mache das ja auch jetzt nicht erst seit gestern. Wir haben jetzt bald die 2000 Folgen Shakes and Fidget voll, wo ja dann auch zur 2000. Folge ein Video kommen wird als Special, was man so bisher, und das kann man wirklich so sagen, was man so bisher noch nicht gesehen hatte. Das war für mich persönlich mein Highlight gewesen, dieses Jahr im Real Life so, ne? Also der Besuch bei Playa Games in Hamburg. Wir waren dort vor Ort gewesen mit Sergio und noch ein Kumpel von ihm, haben wir dann dort ein Video vor Ort gedreht, zum Anlass halt eben für die 2000. Folge, ne, mit richtig hochwertigem Equipment, 2 Kameramännern und da haben wir richtig einen abgerissen. Das ist momentan in der Arbeit noch, wie gesagt, zur 2000. Folge kommt das Video. Und das ist auf jeden Fall ein Privileg für mich persönlich gewesen, so wo ich sagen musste, ey krass, was wir jetzt nicht schon alles so durch haben hier auf jeden Fall mit dem Game und wo die Reise so hinging, ist auf jeden Fall sehr unglaublich. Ja. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch nochmal so an der Stelle sagen, dass 2024 das Jahr jetzt, also das war jetzt nicht unbedingt das beste Jahr für Shakes and Fidget, muss man ganz klar an der Stelle so sagen und auch nochmal untermauern. In diesem Jahr hat sich das Game nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, ja. Das kann man auch nicht schönreden. Es war eine große Losing Streak an Updates, beziehungsweise auch so Fehlentscheidungen, die gemacht worden sind in Bezug auf das Game, wie halt bestimmte Updates umgesetzt bzw. rausgebracht, released werden. So, ne? Ich denke mal, da brauche ich nicht bei A anfangen und bei Z aufhören. Da wisst ihr alle, die hier jetzt aktiv die Videos verfolgt haben oder die News zu dem Game, was halt eben hier so schief gelaufen ist. Da wenn ich jetzt damit anfangen würde, dann würde das Video wahrscheinlich 1 Stunde gehen oder so. Also das war wirklich jetzt nicht das Glanz- und Gloria-Jahr von SF gewesen. Das hat man gemerkt an der allgemeinen Stimmung der Community in dem Game. Das hat man gesehen anhand von
Playa, dass dort halt eben auch die Hütte gebrannt hatte und ja, dass halt eben trotzdem alles versucht worden ist, wieder alles so in die Wege zu leiten, auf die richtige Bahn zu bringen, dass das Game halt nicht so abdriftet, irgendwie in eine Richtung, wo uns das allen nicht so gefällt. Meines Erachtens nach hat sich das Game zum Jahresende trotz diverser Bugs, was man wirklich so sagen muss, dann doch einigermaßen wieder so gefangen, beziehungsweise gerade nach dem UI/UX-Update, was ja so der größte Fauxpas dieses Jahr hier so gewesen ist mit der kompletten Benutzeroberfläche, ist aus diesem Notfall dann doch irgendwo nochmal was Gutes geworden, beziehungsweise halt eben wurden sich Lösungen überlegt in Bezug auf die Ansicht, ne, dem Menü-Layout hier. Da gibt es jetzt halt eben anstatt einer 3 sehr genialen Übersichten, meines Erachtens die Kompaktansicht wirklich goated an der Stelle. Also das ist wirklich die Spielübersicht, mit der ich jetzt nur noch zocke. Also da habe ich mich wirklich dran gewöhnt und da muss ich auch sagen, da finde ich das persönlich sogar besser als die klassische Version damals. Ja, da scheiden sich natürlich die Geister, aber ich höre auf jeden Fall viel Positives über die Kompaktansicht so. Ja, also in Bezug darauf hin wurde halt eben auch viel unternommen, aber es wurden halt eben auch viele Bugs eben erst großartig später beziehungsweise mit sehr viel Nachdruck behandelt. Sie werden behandelt, das muss man dazu sagen. Es wird halt eben auch auf das Community-Feedback gehört, so, ne? Aber es ist halt eben so vieles an so vielen Stellen dieses Jahr gewesen, dass es halt einfach eher für SF ein sehr schwieriges Jahr gewesen ist. Ja, ich muss dazu sagen, so 2022, 2023 hingegen waren für mich persönlich, na klar, da gab es natürlich auch diverse Bugs, so das bleibt nicht aus, waren auf jeden Fall aus meiner persönlichen Wahrnehmung her erfolgreicher als dieses Jahr jetzt, so, ne? Aber es kann halt eben auch nicht immer bergauf gehen, so, ne? Also SF hatte, glaube ich, letztes Jahr beziehungsweise Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres war es, glaube ich, gewesen, auf ihrer Seite, also auf der Playa Games Seite irgendwo gepostet gehabt, dass das auf jeden Fall, dass die in kürzlicher Zeit, Anfang des Jahres oder wie gesagt Ende, eins der umsatzstärksten Quartale gehabt haben, so die sie jemals hatten irgendwie, ne? Und das ich glaube, das war letztes Jahr gewesen, bin mir aber nicht ganz sicher. Und es kann halt, wie gesagt, nicht immer nur so nach oben gehen. Es muss auch mal ein paar kleine Rücksetzer geben, so, ne, damit es dann wieder weiter nach oben gehen kann. Und trotzdem, ne, es ist halt der Weg zum Ziel, ist halt eben keine gerade Linie, sondern halt eben gestückt mit einem mit Auf- und Abwärtsbewegungen so, ne? Genau wie das Leben halt eben auch, es ist halt eben keine gerade Linie, ne? Es ist steinig und hart und mit Umwegen geprägt und trotzdem kommt man irgendwann später ans Ziel. So, deswegen blicke ich auf jeden Fall, trotz dessen wir halt eben so ein negatives Jahr jetzt hier gehabt haben in SF, positiv auf die Zukunft. 2025, glaube ich, wird dann wiederum dafür, dass 24 so ein schlechtes Jahr war, 25 umso ein besseres Jahr werden für Shakes & Fidget. Das denke ich persönlich so. Ob es dann so sein wird, das müssen wir dann halt erst beobachten und schauen. Wir wollen natürlich auch keine falschen Hoffnungen hier irgendwie heraufbeschwören oder, ne, ihr wisst Bescheid. Da sollte man dann doch eher die Erwartung immer generell überall im Leben eher niedrig halten, dann kann man auch nicht enttäuscht werden, so, ne? Das Sprichwort gibt es ja auch schon lange innerhalb der Szene hier, so, ne? Auch in Bezug immer auf neue Updates und so weiter und so fort. Aber ich denke schon, dass sie hoffentlich jetzt aus dem Jahr auch irgendwo ihre Schlüsse gezogen haben. Wie gesagt, wir waren ja selbst bei Playa Games gewesen und dort ist es nach meinem Empfinden her wirklich angekommen, was dieses Jahr passiert ist, und es wird wirklich wie soll ich sagen, an bestimmten Prozessen gearbeitet, dass halt eben die Zukunft nur besser werden kann.
Also es ist jetzt schwer, mich zu formulieren, weil ich jetzt auch noch nicht zu viel vorwegnehmen möchte in Bezug auf das Video, wo wir da gewesen sind, so, ne, beziehungsweise deren Konzept, was die so ausarbeiten in Bezug auf das nächste Jahr. Aber man hat auf jeden Fall als Außenstehender dort schon mitbekommen, dass sich extrem, und das kann ich euch wirklich so sagen, wenn es nicht so wäre, würde ich es euch nicht sagen, aber es wird sich, man hat das Gefühl bekommen als Außenstehender, dass sich schon extrem sehr doll darauf konzentriert wird, nicht nochmal in Zukunft so hart eben, ja, zu verkacken, wie es jetzt halt eben in diesem Jahr so mit vielen Sachen gewesen ist. Und dass es dort dann eher so ein bisschen, ja, vielleicht so back to the roots geht, sag ich mal. Ne? Und deswegen, wie gesagt, ich kann es euch nicht versprechen. Ich kann auch meine Hand nicht für Playa ins Feuer legen. So, das ist aber nur meine persönliche Wahrnehmung, wie ich das Ganze so begutachte als außenstehende Person, die kurz mal zu Besuch bei Playa Games gewesen ist. Und ja, der Rest wird sich dann halt einfach zeigen, würde ich sagen. Ne? Deswegen glaube ich, dass 2025 schon wieder auf jeden Fall ein besseres Jahr sein wird für Shakes & Fidget und auch Playa Games. Ja, das auf jeden Fall erstmal so in Bezug auf SF. Dann nochmal so ein bisschen, wie ich das Jahr verlebt habe, beziehungsweise was so meine Ziele und Vornehmungen sind fürs nächste Jahr. Auf jeden Fall, wie gesagt, meine Highlights habt ihr ja jetzt schon so ein bisschen gehört, was so dieses Jahr stattgefunden hat. Das war halt eben zum einen der Besuch bei Playa Games. Damit habe ich mir persönlich einen Traum erfüllt. Und dort wurde mir halt eben ein Privileg gegeben, was nicht viele bekommen, was ich auch sehr zu schätzen weiß. Denn wir sind wirklich in dem Bürokomplex halt eben, in dem Gebäude, in den heiligen Hallen von Shakes & Fidget Playa Games gewesen, wo nicht sehr viele hinkommen, außer die denn da halt arbeiten. Und es wurde bisher auch noch nichts großartig an die Öffentlichkeit getragen, wie es dort eben aussieht und was dort eben so passiert. Und deswegen bin ich extrem stolz, dass wir die Ehre haben, auf meinen YouTube-Kanal erste Einblicke in die Firma hinter Shakes & Fidget zu werfen. Und das halt eben ja bisher noch nie so stattgefunden hat. Und ja, das eben auf meinen Kanal hier dann als Special sozusagen hochgeladen wird, ne, und uns da halt eben die Ehre erweist wird, da auf jeden Fall das so machen zu dürfen. Klar wurden hier und da mal so in diversen Livestreams mal so ein paar Kleinigkeiten irgendwie vom Hintergrund oder so gezeigt, ne, aber nicht so ausführlich, wie wir es jetzt auf jeden Fall in dem Video vornehmen möchten. Und das ist jetzt auch schon für 2025 dann jetzt mein erstes großes Vorhaben auf jeden Fall, dieses Video dann Mitte Januar rauszubringen, wo ich auch selten, aber bei so einem Video wirklich sehr nach eurem Support auch bitte auf dem Video, weil das ist natürlich arsch viel Aufwand. Ich glaube und ich hoffe es auch wirklich sehr, dass es euch auch gefallen wird, ja, und das wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr da richtig Krawall auf dem Video macht, dass das auch dementsprechend, ja, die Arbeit, die es gekostet hat, eben auch dementsprechend an Aufmerksamkeit zurückbekommt. Das würde ich auf jeden Fall sehr feiern, und ich weiß, ich kann mich da auch, wenn ich da nach sowas frage, auf euch verlassen, dass ihr da auch den Support auf jeden Fall da lasst dementsprechend. Deswegen vielen lieben Dank jetzt schon auf jeden Fall im Voraus. Natürlich war auch ein weiteres Highlight gewesen, der Tierschutzbund, wo wir jetzt auch gewesen sind im November letzten Monat, wo jetzt kürzlich das Video rauskam. Dankeschön auch auf das Video für euer Feedback auf jeden Fall. Das kam auch sehr gut bei euch an. Ne? Es ist wieder dieses Jahr extrem viel an Creator-Code-Einnahmen zustande gekommen, die sich wieder anteilig auf gemeinnützige Organisationen ummünzen lassen, so, wo ich dann wieder einen Teil von abgeben kann. Und ja, da der Support ähnlich war wie letztes Jahr, haben wir halt wieder eine ähnliche Summe von 3.000 € erreichen können, die wir halt eben überhändigen konnten, und das halt eben auch sehr gut
denke ich mal, dort angelegt ist. Das wird natürlich 2025 auch wieder für eine weitere Organisation auf jeden Fall dann so stattfinden, Ende des Jahres. Da werde ich ja dann auch nochmal eine raussuchen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ja, es ist ja jetzt auch eben gerade erst kürzlich passiert. Ne? Falls ihr da auf jeden Fall auch eine ja, gemeinnützige Organisation, die sich für Tiere einsetzt, im Umkreis Greifswald kennen solltet, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, wo wir dann vielleicht als nächstes hingehen sollen und wo die Spenden als nächstes landen sollen. Ja, das wäre auf jeden Fall ganz cool. Ansonsten mache ich mich da auf jeden Fall selbst schlau. Ich denke mal, da gibt es genug Anlaufstellen, die man da, denke ich mal, so betreten kann. Ja, das erstmal so auf jeden Fall dazu. Da waren wir natürlich sowohl in Hamburg als auch jetzt bei dem Tierschutzbund, waren wir zusammen mit dem Sergio dort gewesen, ne, wo ich auch extrem viel Spaß mit ihm zusammen hatte, diese Videos aufzunehmen und diesen Prozess zu durchlaufen. Generell die Zeit, die wir da zusammen hatten, jetzt die Tage, ne, war extrem cool und würde ich auf jeden Fall ja, mir wünschen, dass man mehr in so eine professionelle Richtung machen kann, dass man sich noch mehr in dem Bereich ja, an Wissen aneignen kann. Sergio ist da auf einem richtigen Erfolgsweg und das wünsche ich ihm auch von Herzen, dass er da auf dem Gebiet immer talentierter wird und auch immer begabter mit seinen Schnittkünsten, jetzt sich als Videograf eben auch versucht vielleicht in Zukunft auch selbstständig zu machen, jetzt schon gutes Geld mit dem, was er da halt eben macht, verdient, das sei ihm von Herzen gegönnt. Wenn ich mir so anschaue, ja, wie wir damals so ja, uns kennengelernt hatten, er halt eben auch durch YouTube, ne, und Shakes so in derselben Bubble aufeinander aufmerksam geworden ist, dass das halt eben der Grundbaustein dafür gewesen ist, auf dem jetzt sich seine fortlaufende Karriere wahrscheinlich aufbauen wird. Das ist einfach unglaublich schön zu sehen. Deswegen da natürlich auch schöne Grüße an Sergio an der Stelle. Ja, und für mich persönlich auf jeden Fall blicke ich auch blicke ich auch wohlgesonnen auf das Jahr 2025. Ich denke mal, dass es für mich persönlich ein sehr besonderes Jahr wird, denn in dem Jahr ja, betrete ich sozusagen eine neue Dekade. Also ich werde dieses Jahr im Oktober dann 30. Das ist sehr krass, dass ich das jetzt so ausspreche. Ich fühle mich null so wie 30, ich fühle mich immer noch wie Anfang 20, ja, weil sich in der Zeitspanne einfach bei mir körperlich so einfach auch, ja, weiß ich nicht, also der Verfall hat noch nicht begonnen, also kann man so sagen, ja. Also es ist immer noch so wie mit Anfang 20 und das will ich mir eigentlich so beibehalten. Und ja, dadurch, dass ich halt eben ein neues Jahrzehnt betrete, möchte ich auf jeden Fall dieses in der besten Form meiner selbst auch betreten. Ich denke mal, dass es ja, ein positives Zeichen ist, wenn man das macht, um halt eben für die nächsten 10 Jahre das dann weiter so durchzuziehen. Deswegen werde ich auf jeden Fall in dem Jahr sehr viel auch versuchen, mich sportlich weiterhin aktiv zu halten. Wie gesagt, versuchen in die beste Form meiner selbst zu gelangen. Sowohl körperlich als auch mental, als auch eben so von Wissensstand technischen sich weiterzuentwickeln. Denn zum Beispiel im Jahr 2024, und das ist jetzt ein bisschen, sag ich mal, ich sag mal so Off-Topic-Talk jetzt so von meiner Seite aus, beziehungsweise so ein bisschen private Sachen, die ich so im Jahre 2024 gemacht habe, beziehungsweise was mich privat abseits von Shakes am meisten begeistert hatte. Und das klingt jetzt erstmal so für viele erstmal ein bisschen abseits der Realität vielleicht, beziehungsweise ist es ungewöhnlich, vielleicht auch über sowas zu sprechen, weil wenn ich in Livestreams oder so drauf angesprochen werde, gebe ich da schon ganz klar meine Antwort. Aber so in Videos von selbst davon zu reden, finde ich immer ein bisschen, wie soll ich sagen, als ob ich euch jetzt irgendwie so was
vorzeigen will oder so verkaufen will oder so. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, im Jahre 2024, also dieses Jahr, seit Anfang dieses Jahres, habe ich so, also ich habe mich dafür schon vorher schon lange interessiert und nein, es ist nicht Parfüm, ist das so die Welt der Finanzen, sag ich mal. Also so, ich habe mich seit Anfang des Jahres extrem krass in die Finanzwirtschaft so reingelesen. Das ist so was mich persönlich und ich kann euch nicht sagen, ja, weiß ich nicht, es kam auf jeden Fall so plötzlich, dass mich das Thema so extrem begeistert hat. Vorher schon, wie man so sein Geld irgendwie, ne, das, wie gesagt, das ist halt immer so, auch immer teilweise ein Tabuthema, so in Deutschland gerade auch, so, ne, wie man so sein Geld anlegt und so, ne, und da will ich auch keine Ratschläge beziehungsweise so Tipps oder sowas zu geben, weil da muss, ne, ihr müsst euch selbst mit solchen Themen befassen, da will ich hier keine großartige Finanzberatung so irgendwie euch geben. Aber das war für mich so dieses Thema, was mich dieses Jahr extrem gepackt hat, extrem in den Bann gezogen hat und ich eigentlich jede freie Minute, die ich gehabt habe, mich mit dem Thema befasst habe, um auf dem Gebiet so viel Wissen wie möglich aufzusaugen, damit ich auf dem Gebiet ja, deutlich besser werde. Und da, ja, eigentlich der springende Faktor, der das bei mir so ein bisschen ausgelöst hatte, war Anfang des Jahres Kepso gewesen. Ja, schöne Grüße an der Stelle. Das war so ein bisschen der Auslöser für, ja, für diese Motivation, die auf einmal in mir aufkam, so herkam. Er hatte damals ein Video hochgeladen, hatte dort auch ein bisschen über Finanzen gesprochen und so. Ich habe ihn daraufhin dann angeschrieben und dann war er so ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen der Wegleiter in diese Thematik für mich. Und wir haben dann ein, zwei kurze Talks gehabt so, ne? Obwohl es waren, glaube ich, ein paar Stündchen, die wir getalkt haben, war auf jeden Fall sehr cool. Ein großer Mehrwert auf jeden Fall auch so für mich. Und jetzt schon die beste Entscheidung, die ich bisher so, was Thema Finanzen angeht, gemacht habe. Ja, er hat mir so ein bisschen was erzählt, ein bisschen den Weg geweist und daraufhin habe ich mich persönlich privat immer mehr so in diese ganzen Thematiken eingelesen gehabt und fand es eigentlich sehr cool und ja, das ist auf jeden Fall so, da will ich euch gar nicht irgendwie großartig ein Steak ans Ohr labern oder so, ne? Aber nur um mal zu hören, was bei mir privat auch dieses Jahr so abging und das ist halt wirklich, ich sag mal, 90% meiner Freizeit ist in diese Thematik reingeflossen und ja, seitdem her bin ich dafür Feuer und Flamme. Ihr habt von mir bis auf das heutige Video wahrscheinlich kein einziges Wort über diese Thematik gehört, weil ich über dieses Thema halt sonst nicht großartig plaudere. Wenn ihr wollt natürlich, dann können wir sehr gerne mal in Livestreams oder so ein bisschen tiefer in die Thematik so reingehen. Ja, aber ansonsten mache ich hier weiterhin meine Shakes and Fidget Videos einfach. Das soll hier Thema sein auf dem Kanal und nichts anderes. Das ist einfach nur, um mal so ein bisschen mich auch so kennenzulernen, was ich dieses Jahr eigentlich so privat getrieben habe. Und ja, da ist auf jeden Fall 2025 mein Fokus weiterhin drauf, an mir selbst, an meinem Wissensstand eben zu arbeiten, um ja, auf diesem Gebiet dann eben besser zu werden. Und ja, da bin ich, wie gesagt, Feuer und Flamme für und da möchte ich 2025 sowohl körperlich als eben auch wissenstechnisch ja, so gut durchziehen, wie es halt eben nur geht. Und ja, da habt ihr auf jeden Fall dann mal gehört, was bei mir so privat abging. So, ne? Wie gesagt, ich hatte mich die Jahre davor schon immer so ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil es halt wichtig ist, so, ne? Also gerade in der heutigen Zeit, sag ich mal, wo das Geld, wenn man es auf dem Konto liegen lässt, von der Inflation aufgefressen wird, die Löhne ja nicht wirklich ansteigen, aber die Waren im Warenkorb für das, was man an Geld von vor 10 Jahren bekommen hat, immer weniger werden. So, ne, so macht man sich schon dann immer mal so Gedanken, was man so mit seinem Geld macht. So, ne? Das war schon immer so gewesen bei mir. Ich bin auch per se
ein Mensch, der sehr sparsam ist, muss ich dazu sagen. Also ich habe nicht großartig viele Ausgaben. Ich gönne mir auch nicht sehr viel, ähm, weil ich halt einfach so die Jahre zwischen 20 und 30 als das goldene Zeitalter ansehe. Das sind die Jahre, und das möchte ich euch auch nochmal so auf den Weg geben, vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung, das sind die Jahre, wo man wahrscheinlich im Leben am meisten schaffen kann, wo sich das Leben für einen selbst dann entscheidet, welche Richtung man geht. Man kann zwischen 20 und 30 sich entscheiden zwischen, ey, ich mache jetzt den ganzen Tag Party, ich gehe jedes Wochenende saufen, ja, knall mir irgendwie so, keine Ahnung, Drogen rein, was weiß ich, äh, verplemper meine Zeit. Das kann man machen zwischen 20 und 30, aber man kann auch sagen, man versucht diszipliniert durchzuziehen, sich was aufzubauen, sich ja mental und körperlich halt eben auch fit zu halten, damit man, wenn man auf der Ebene fit ist, vom Körper her, dann überträgt sich das auch gleichzeitig auf den Geist und damit kann man dann halt viel mehr Schaffenskraft dann haben, als wenn man eben nur faul auf der Couch rumliegt, sag ich mal. Und ja, da kann man sich dann halt eben entscheiden zwischen den Jahren, wo man halt eben noch so jung ist, was zu schaffen, vorzusorgen für ja, das, sag ich mal, für das spätere Leben oder halt eben seine Zeit zu verplempern. Und da gibt es halt eben diese zwei Wege, für die man sich entscheiden kann. Und für mich persönlich waren die 10 Jahre wirklich hauptsächlich geprägt von Arbeit, Sport, nicht sehr viel Freizeit, YouTube zum großen Teil und das, was ich mir halt eben hier jetzt so aufgebaut habe. Klar, es geht natürlich immer irgendwo besser und ich mache jetzt schon so lange YouTube hier, da würde mich der ein oder andere wahrscheinlich auslachen, was man ja in der Zeit vielleicht jetzt so gerade mal geschafft hat. Aber dadurch, dass ich immer konstant war, immer diszipliniert war, immer durchgezogen habe mit dem, was ich halt mache, hat man halt irgendwo auch ein Stück weit sein Glück erzwungen, sag ich mal, weil du kannst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und das hat dann auch nichts mit Glück zu tun, weil wenn du immer ja, am richtigen Ort bist, beziehungsweise immer da bist und dann der richtige Moment kommt, wo sich dann halt eben zeigt, okay, jetzt kommt halt eben dieser Glücksfaktor auf den ja, disziplinierten Faktor und dann ist halt richtige Zeit, richtiger Ort, richtige Bedingungen. Das ist halt eben zum Beispiel das mit dem Creator Code gewesen. Wie viele Leute sind gekommen und gegangen in dieser Szene und wer ist geblieben am Ende des Tages, ja? Ich sag's euch so, wie es ist. So viele Leute, die früher durchgezogen haben, die früher auch erfolgreich mit SF gewesen sind, hätten die alle durchgezogen, die wären heute extrem erfolgreich mit dem, was sie halt eben machen an Content und könnten mindestens das gleiche durch ja, den gleichen Support durch den Creator Code halt eben bekommen, den ich halt jetzt auch so bekomme und dadurch, dass es jetzt schon dieses zweite Jahr jetzt gewesen ist, dass der Creator Code am Start ist das quasi so ein bisschen auch das Resultat daraus, dass man 6, 7 Jahre vorher schon immer ständig mit SF durchgezogen hat und keine Pause gemacht hat und nicht mal irgendwie ein Jahr nicht da war, sondern immer da war. Immer da war und dann kam der richtige Zeitpunkt, dann kam der Zufall auch und du warst halt eben an dem Ort gerade zu dem Zeitpunkt da und das ist dann schlussendlich auch deine Belohnung. Und das ist auch vielleicht so ein bisschen eine Weisheit, die man auch so ein bisschen mit für euch aufs Leben mitnehmen kann. Und zwar ist es halt eben wichtig, auch Disziplin zu haben, Durchhaltungsvermögen und immer an sich selbst zu arbeiten, weil irgendwann, egal in welchem Thema es sein wird, egal mit was ihr irgendwie was schaffen wollt im Leben, es ist halt wichtig, dass ihr immer was macht und nicht auf der faulen Haut liegt und immer an dem weiterarbeitet, weil irgendwann wird halt eben auch so ein kleiner Funken Zufall auf euch zukommen. Irgendwann wird irgendjemand auf euch aufmerksam. Irgendwann ergibt sich dieser bestimmte Luck-Faktor, sag ich mal, dass halt eben auch eure Arbeit gewertschätzt und gesehen wird und dann kommt der Stein ins Rollen so ein bisschen und ja, dann passiert halt eben das Unausweichliche. Man muss sein Glück eben auch vielleicht ein Stück weit erzwingen
Und es hätte natürlich auch genauso gut nicht klappen können. Ja, das ist natürlich auch klar. Aber für mich war eigentlich nichts anderes. Es muss halt eben auch die Symbiose zwischen Grind, Disziplin und Leidenschaft halt eben auch da sein, was das miteinander verbindet, um halt eben auch am Ende so lange durchziehen zu können, weil wenn man irgendwas durchzieht, was man nicht mag, dann wird man auf lange Sicht auch nicht damit glücklich werden. Das sei auch nochmal so gesagt. Und ja, ich denke mal, das sind jetzt nochmal so ein paar gute Schlussworte für das Jahresende. Ja, ich habe euch jetzt nochmal so ein bisschen vollgequatscht, was bei mir so persönlich jetzt abging dieses Jahr und was ich euch vielleicht so ein bisschen mit auf den Weg geben kann. Ich bin auf jeden Fall so erstmal soweit zufrieden mit dem, was ich jetzt so auch in meinen 20ern erreicht habe. Ich denke mal, dass es schon wahrscheinlich mehr ist als der Durchschnitt, würde ich mal so sagen, in meinem Altersbereich so. Ja, und da bin ich sehr dankbar, sehr stolz drauf und wie gesagt auch weiß ich alles sehr, sehr doll wertzuschätzen, dass ihr halt eben da seid und das Ganze auch so unterstützt, wie ich das Ganze mache. Ich weiß aber auch, dass ich halt eben so, und das ist halt einfach ein Fakt, fast mit der Einzige bin, der schon immer da gewesen ist in dem Game, immer für euch Content gemacht hat, immer jeden Tag für euch rausgehauen hat und einfach ja sowohl in guten als halt eben auch in schlechten Zeiten versucht hat, eben so ein bisschen euren Tag ja, zu versüßen oder ein bisschen Unterhaltung zu bringen, von mir hören zu lassen und ja, dass ihr das Ganze nach wie vor, nach all den Jahren, immer noch so konsumiert und wertschätzt, das weiß ich halt eben extrem zu schätzen. Ihr begleitet mich jetzt schon einen großen Abschnitt meines Lebens halt eben mit und ich weiß halt eben auch, dass das ein großer Abschnitt eurer Lebenszeit ist, von eurem Leben. Und das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Die Zeit, die ihr mir schenkt, die kann euch keiner wiedergeben. Die habe ich euch jetzt quasi geklaut. Ja. Und joink. Und ja, das ist eigentlich der größte Dank, die größte Ehre, die ihr mir machen könnt. Die Zeit, die ihr mir gebt. Weil am Ende des Tages ist halt die Zeit das, was man auch nicht mit Geld bezahlen kann oder mit gar nichts auf der Welt, die kann euch keiner wiedergeben. Ja, Geld kommt, Geld geht, das ist immer so ein Thema, ne? Aber die Zeit ist halt eben, vergänglich und kann dir keiner wiedergeben. Deswegen ist das kostbarste Gut, was wir auf der Welt haben und deswegen, ja, weiß ich das halt einfach alles sehr, sehr zu schätzen. Deswegen vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder für euren Support, für euer Dabeisein. Ich werde auf jeden Fall 2025 mich ins Zeug legen, euch auch weiterhin so gut es geht tagtäglich zu unterhalten, euch Content zu zeigen, euch up-to-date zu halten, was das Game angeht und da einfach ja, aktiv zu sein und weiter für euch Videos rauszuhauen. Das ist das, was ich möchte, das ist meine Leidenschaft und jetzt natürlich auch auf Twitch demnächst dann weiter durchzuziehen. Hoffentlich bald, ja, das ist auch so ein Ziel, was ich verfolge, die Drops eines Tages auf Twitch auch zu bekommen, dass ihr da eben auch bei mir zuschauen könnt und vielleicht auch in-game einen kleinen Mehrwert dann auch habt und nicht nur zuschaut, weil ihr halt eben zuschauen wollt. Ja, das weiß ich ja, das ist ja auch schon krass. Viele schauen ja zu und die haben da ja auch gar nichts von so. Die gucken halt dann zu, weil sie halt eben das feiern, was ich mache und das ist halt cool. Und wenn man dann noch ein bisschen Rewards bekommt, ist das halt, denke ich mal, eine Win-Win-Situation für alle. Deswegen da lege ich mich ins Zeug, für euch dann nächstes Jahr auch die Drops zu bekommen. Und ja, das war es jetzt aber erstmal soweit von mir. Ich wünsche euch ein frohes, erfolgreiches und vor allen Dingen gesundes Jahr 2025. Ich hoffe, ihr rutscht gut rein, passt auf euch auf, damit wir uns heil im nächsten Jahr hier alle wieder versammelt wiedersehen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das Jahr. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf eure Kommentare, auf euer Feedback und ja, hoffe, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Jahr werden. Deswegen war es das soweit von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.